Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um Labwaffenbau und einige andere Sachen. Heute kommt der zweite Teil, wo ich hier den kleinen Kohleofen für das Ausbrenneisen dann ein bisschen hübsch machen werde. Die ganze werden wir dann ein bisschen pinseln, wieder ein paar Abgüsse drauf, dass das ein bisschen hübscher aussieht, und dann werden wir mal testen, wie das Ganze dann im Dunkeln aussieht. Dann hoffe ich mal, der erste Teil hat euch schon gefallen. Freut euch auf den zweiten. Da testen wir nämlich, wie das Ganze aussieht und so weiter. Und vielleicht noch ein paar Denkfehler drin sind, aber so im Großen und Ganzen bin ich, glaube ich, schon recht zufrieden. Dann bleibt dran, denkt dran, abonnieren nicht vergessen und die Klingel oder Glocke, damit ihr keins meiner Projekte und Videos verpasst. Bleibt dran, wir sehen es. Wir fangen jetzt mal an zu pinseln. Und zwar hat der gute Sven von Outdoor Leipzig war, glaube ich, habe mir einen guten Tipp noch gegeben. Ich habe jetzt hier unten noch so ein Loch reingemacht, damit man dann das Touchlicht. Übrigens nochmal vielen Dank, Sven, für den Tipp. Ich war erst am Überlegen, was meint der denn damit, und habe dann ist mir dann über Nacht einmal eingefallen, dass das für das Touchlicht. Das Loch ist ein bisschen groß geworden, aber dann kann man auch mit so dicken Wurstfingern, gut, ich habe keine dicken, aber kommt mal besser und kann es rausholen. So, das machen wir mal raus. Dann werden wir das ganze Teil hier erstmal wieder in schwarz pinseln. Und das hier werden wir mal in rot. Und dann muss ich mal gucken. Das Ganze will ich dann auch so ein bisschen dicker in rot machen. Jetzt habe ich natürlich hier wieder keinen Pinsel stehen. Auch wenn ich hier wieder alles stehen habe. Aber wieder das, was ich brauche, habe ich natürlich wieder nicht stehen. So. Schauen wir mal. Brauchen wir nicht mehr. Das hatte ich vorhin für das Video benutzt. Wie gesagt, das ist immer schön, wenn es so ein richtig schönes Schweinchen rosa gibt. Irgendwie hat das was. Ne. Diesmal würde ich, glaube ich, auch kein Gelb nehmen, sonst kriegen wieder die einen oder anderen wieder Hunger auf Käse. Wie bei meiner Schmiede Esse da. Zumal ich nämlich auch mal ausprobieren will, wie das aussieht, wenn es nur so rot mit was schwarz ist. Bei dem Teil werde ich auch mal hingehen und werde, ich werde von unten das dann auch in rot pinseln. Ich habe nämlich so den Verdacht, weil mir nämlich bei den letzten hat mir das nämlich noch nicht so ganz gefallen, weil das Weiße von dem Schaumstoff da irgendwie noch so ein bisschen am Durchkommen ist, dass das vielleicht damit zusammenhängt. Also sicher bin ich mir da nicht, aber es wäre durchaus möglich. So, dann werde ich das Teil hier noch in schwarz machen. Ich habe da mal wieder so ein bisschen was weiter vorbereitet. Die Schwarzschichten sind jetzt drauf. Dann habe ich noch so ein paar Abgüsse wieder auseinander geschnibbelt. Das soll ja so ein bisschen passend für den Rest werden. Jetzt bin ich hingegangen, habe hier mal ein paar Schichten mehr Rot. Also hat sich schon gelohnt, also ein bisschen mehr Rot reinzumachen. Hier unten habe ich diesmal, naja, sieht ein bisschen saumäßig aus, weil da klebt überall drauf. Also Leute, wenn ihr irgendwas zum Trocknen habt, macht das auf irgendwie Kunststoff oder irgendwas drauf. Also Papier, ich hatte das auf eine Verpackung drauf gemacht und hatte das Papier dann hier mit dran kleben. Das war jetzt nicht so toll. Ich bin jetzt auch hingegangen, habe jetzt mal von beiden Seiten das dann gemacht. Da müssen wir mal gucken. Sieht schon deutlich, aber hier ist immer mal noch ein bisschen zu hell in der Mitte. Gut, das kann auch durch das Licht. Vielleicht muss man da noch irgendwie ein bisschen was abdämmen. Oder dass das nicht mehr ganz so grell ist. Naja, wir gucken uns das jetzt mal an. Ich werde das Ganze nämlich ein bisschen schwarz und werde mit dem Schwamm so ein bisschen die Kohle noch machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, hier habe ich schon wieder alles voll gesaut. Naja, ist egal, das Ding sieht sowieso schon aus. Naja. So. Nicht so viel. Vielleicht sieht es danach ja etwas besser aus, wenn man das Schwarz so ein bisschen drauf macht.
Ich werde auch diesmal das Gelb weglassen, damit es nicht wieder so aussieht, als wenn einer wieder Hunger auf Käse kriegt. So, mal schauen wir mal, das ist vielleicht schon ein bisschen zu viel gewesen. Bin gespannt. Oh. Vielleicht von unten auch noch ein bisschen. Mal schauen. Tun wir erstmal auf Seite. Irgendwo hin, wo es nicht festklebt. Dann machen wir vielleicht von der Unterseite auch noch ein bisschen schwarz. Dann vielleicht nicht schade. So. Brauchen wir erstmal nicht. Einfach auf das Touchlicht drauf, dann kann noch nichts kleben. Das Ding kann man vielleicht gleich noch brauchen. So. Dann werden wir das Ganze hier noch so ein bisschen hübsch machen. Vielleicht mal gucken. Noch so ein bisschen was drauf. Ach ja. Machen wir noch ein bisschen hübsch das Ganze. Kann ja nicht schaden. Sind wir sogar mit 2 ausgekommen. Sehr gut, bin begeistert. So, mal gucken. Was nehmen wir hier für drumherum? Nehmen wir das hier, hier haben wir noch 3. Passt das von der Länge her? Da haben wir oben noch so ein bisschen mit einem kleinen Zeug drauf. Wir wollen vielleicht mal nicht übertreiben. Manchmal ist auch weniger mehr. So, machen wir erstmal hier so an den längeren Stellen. Ich hoffe, dass das reicht, was ich da gemacht habe. Aber das sehen wir dann. Hier noch. Was ich auch festgestellt habe, was gut klappt, wenn man so nicht so gerade schneidet, sondern so ein bisschen schräg. Das irgendwie nachher sieht das etwas besser aus. So, prinzipiell denke ich mal, dass das passen könnte. So, das ist jetzt nicht so ganz perfekt geworden, aber ich glaube, da kann man mit arbeiten. Wie sieht es denn hier aus? Ja, vielleicht nochmal. Ne, wird zu viel. Das tun wir mal auf Seite. Das wird zu viel. Das ist halt Silber. Schwamm. Diesmal machen wir nicht mit transparent, diesmal gehen wir direkt drüber. Sieht doch schon mal ganz hübsch aus. Musste ich mir doch wirklich noch Gold besorgen, nochmal schnell. Ich hoffe nur, dass in der oder mit dem Bronze, aber ich glaube Gold. Müssen wir Gold nehmen. So, wir gehen jetzt aber erstmal nochmal hier noch ein bisschen drüber. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we. So, hier hin. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal trocknen und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Sieht auf jeden Fall schon mal
hübsch aus. Ist nicht so ganz so, wie ich es gern hätte. Die Beine, da muss ich noch mal ein bisschen was dran umändern beim nächsten Mal, wenn ich das baue. Aber was ist ja, wie gesagt, ist ja mal wieder ein Prototyp. Da kann man ja dann ein bisschen noch schauen. So, das lassen wir auch trocknen. Und dann schauen wir dann nachher, wenn beides trocken ist, kommt dann erstmal der Klarlack drauf. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze nachher aussieht. Bei dem hier kann ich trotzdem mal gerne gucken. Oh, ist nicht mehr ganz so schnell, so schlimm in der Mitte. Also scheint schon halbwegs zu funktionieren. Na gut, dann werden wir das Ganze noch topcoaten. Dafür nehmen wir wieder den matten. Ja. Und dann mal gucken, wie das nachher aussieht. Bin mal gespannt. So. So, lassen wir das Ganze jetzt erstmal trocknen und machen wir dann wieder auf beiden Seiten und dann gucken wir mal, wie das nachher aussieht. Der Topcoat, der ist jetzt trocken. Also ich habe festgestellt, mit dem Runden hier, das ist nicht so das Wahre, muss ich ehrlich sagen. Weil, wie gesagt, mir kommt hier noch rundherum zu viel Licht durch. Also ich denke mal, ich werde nochmal einen Deckel machen, nochmal einen neuen. Der Rest bleibt so. Und werde den dann hier so sechseckig, dass ich den hier so reinlegen kann. Dass da nicht so viel an den Seiten vorbei. Prinzipiell so von der Optik ist schon okay. Finde ich gar nicht mal schlecht geworden. Nur wie gesagt, also rundherum, das stört mich ein bisschen. Aber wie gesagt, ist Geschmackssache. So, gucken wir mal, wie das Ganze jetzt im Dunkeln aussieht. Machen wir mal das Licht aus. Ja. Kann man dann durch Drücken an und aus machen. Das Ding dann drauflegen, so wie man das will. Hält doch ganz gut. Stabil genug ist es. Nur wie gesagt, so rundherum dieser helle Lichterkranz, der gefällt mir noch nicht. Ja. Aber wie gesagt, der halt Prototypen. So. Sitzt doch jetzt relativ fest drin. Ne? Kann man wirklich rütteln. Also das mit dem Loch hinten. Nochmal danke Sven, ne? Für den Tipp mit dem Loch drin. Kriegt man dann noch super raus. So, hier ein bisschen fester rein, dann kann es auch nicht so, ne? Kann es nicht so rausfallen. Also das Ganze, das tut sich doch jetzt schon. Aber so, ich sag also vom Großen und Ganzen her bin ich schon relativ zufrieden, würde ich mal sagen. Verbesserung kann man immer machen. Wie gesagt, das ist jetzt noch Jammern auf großem Niveau oder hohem. Wie gesagt, ich mache das jetzt nochmal aus 6er Matte, nochmal eine Platte, die dann hier so reinpasst und dann nochmal mit den Kohlen drauf. Und dann denke ich mal, dann wird auch nichts mehr passieren. Kann auch sein, dass das dann nicht mehr ganz so hell ist, weil das dann nicht mehr in der Mitte hier quasi aufliegt, weil das dann ein bisschen höher ist. Vielleicht ist es dann noch nicht mehr ganz so. Aber hier in der Mitte geht es eigentlich. Sache, ein bisschen schwarz noch drauf gemacht und oben, man sieht immer noch so ein bisschen das Helle. Aber so im Großen und Ganzen. Oder vielleicht muss ich noch ein paar Schichten mehr drauf machen. Vielleicht habe ich auch in der Mitte nicht hier noch, obwohl habt ihr hier auch, wie ihr seht, dass das so was heller ist. Naja, gut. Aber so im Großen und Ganzen bin ich schon recht zufrieden. Ja, da würde ich mal sagen, der Prototyp, mal abgesehen von mit dem in der Mitte, mit der Kohle, dass da noch ein bisschen Licht durchkommt, das gefällt mir noch nicht. Wie gesagt, das Ding werde ich dann eckig machen, dass das dann hier besser reinpasst. Ich denke mal, dann ist das Problem auch behoben, aber das ist ja keine Riesenaktion. Ja, dann viel Spaß beim Nachbauen. Für alle, die Heiler spielen oder irgendwelche anderen Sachen, wo man das vielleicht irgendwie gebrauchen kann. Natürlich wäre es schöner, wenn es noch ein bisschen flackern würde, aber ich wollte da jetzt bei der Größe, wollte ich keine von diesen Flackerlampen. Das wäre dann alles ein bisschen sehr groß geworden für so ein kleines Ausbrenneisen. Ja, muss ja nicht bei der Größe dann sein. Das kann man ja dann mit anderen Sachen nochmal machen, wie bei der Esse. Das war ja schon ganz gut. Ja, dann wünsche ich euch allen noch viel Spaß
beim Eigenbau. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Denkt dran, abonnieren nicht vergessen und die Glocke, da ihr keins meiner Projekte verpasst. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Jetzt fangen wir da Waffen an. Wie gesagt, ich bin jetzt am Überlegen. Wahrscheinlich mache ich dann zu dem Spreizer für den Dark Genesis Con. Werde ich wahrscheinlich doch ein Video machen. Also kann man sich wieder freuen. Die nächste Zeit kommen auch wieder ein paar Waffen. Eine Schildreparatur von einem eigenen Schild. Das bin ich auch dran. Also es wird mal wieder interessant für den einen oder anderen. Wie gesagt, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns.